Woche 3 der Life Lessons, Lebenslektion auf Deutsch. Nur noch eine übrig, bevor wir uns an ein neues Thema wenden. Diese Woche möchte ich eine weitere meiner 2019 Lektionen mit euch teilen. Mein 5. Punkt. Mein Punkt war, ein Leiter, der Spaß hat, deswegen habe ich meine spaßige T-Shirt an heute, weil es geht um Spaß und Freude. Ein Leiter, der Spaß hat, ist besser als ein Leiter, der sich unter Druck setzt, auf alle Fälle. Woher kommt das? Sich unter Druck zu setzen? Furcht, Frustration, Ungeduld. Das bringt uns nicht dahin, wo wir sein wollen. Ein Leiter, der die Reise und die Menschen um sich herum genießt, wird viel erfolgreicher sein. Wo Freude ist, da ist Stärke. Da besteht ein Team, weil Menschen wollen Teil von etwas sein, das voller Freude ist. Lass dich nichts den Schwung nehmen. Okay, Leiter. Leiter haben ein Ziel vor Augen, sei es eine gewisse Größe, eine Vision eines Moments, ein Traum, der ein gewisser Weiter hat. Jede Frau, die sich als Leiterin betrachten würde, hat wahrscheinlich Ziele vor Augen. Einen Platz im Leben, den sie in Bezug auf die Familie, die Finanzen oder das Wohlgehen erreichen wollen. Und ich schätze, es liegt in der menschlichen Natur, so schnell und so schmerzfrei wie möglich an unser Ziel kommen zu wollen, oder? Und nicht nur das. Das Leben kann manchmal tatsächlich enttäuschend sein. Wir gehen auf Dinge zu, voller Vision und Glauben und Leidenschaft und investieren Zeit und Geld und dann tauchen nur die Hälfte der Leute auf, die man erwartet hat. Passiert mir nie. Oder Menschen, in man wirklich investiert oder die auf man sich verlassen hat, haben dich im Stich gelassen. Und in diesen Momenten muss man eine Entscheidung treffen. Kann man die Reise immer noch genießen, auch wenn es nicht so kommt, wie du es willst. In meinem Post habe ich darüber geschrieben, woher das sich unter Druck setzen lassen kommt. Aus Angst. Aus Angst. Angst, wie ein Versager auszusehen vielleicht. Frustration. Frustriert von sich selbst oder von anderen, die nicht die erhofften Leistungen erbracht haben. Ungeduld. Ungeduldig zu gewinnen, anzukommen, das erreichte Ziel zu feiern. Aber ich habe nicht darüber geschrieben, wo die Freude herkommt. Wenn ich mit einigen von euch spreche, habe ich das Gefühl, dass ihr oft denkt, dass alles bei mir immer klappt. Aber das stimmt nicht, ich kann euch versprechen. Ich hatte schon so viele Momente, in denen ich so frustriert war. Es gab sogar peinliche Momente, wo ich dachte, Dinge würden besser sein, als sie tatsächlich waren. Und Erfolg hat nicht so glorreich ausgesehen, wie erhofft. Aber im Laufe der Jahre habe ich gelernt, die Reise zu genießen, egal was kommt, egal was passiert. Kann ich euch ein paar Tipps weitergeben, wie du lernen kannst, die Reise zu genießen, weil wir sollen die Reise genießen. Wir haben jeder Grund, Freude in unserem Leben zu haben. Amen? Okay, erstens, mein erster Tipp. Der Friede in Gottes Liebe. Werde mehr und mehr von Gottes Bewunderung für dich überzeugt. Bewundert zu werden bedeutet, versorgt zu werden, geschätzt und geliebt zu werden. So verrückt es auch ist, es ist die Wahrheit. Er kennt all unsere Fehler und doch liebt Gott uns leidenschaftlich.
Für mich zu wissen, dass er mich auf diese Weise liebt, gibt mir ein Gefühl der Sicherheit in seiner Liebe. Gott will mich segnen. Zweitens, Beziehungen wertschätzen. Werde dir mehr bewusst den Segen, den die Menschen um dich herum sind. Ich staune immer wieder, wie die Menschen Gott lieben, um sein Haus lieben. Und dass ich diese Menschen an meiner Seite habe, es ermutigt mich so sehr und gibt mir so viel Freude. Zu wissen, dass ich in diesem guten Kampf des Glaubens, in dem wir uns befinden, nicht allein bin. Es ist so ermutigend. Drittens, seid ihr immer noch mit mir? Drittens, die richtige Perspektive. Erinner du dich an die biblischen Geschichten? Okay, Entschuldigung, aber wann hast du in der Bibel jemals von dem schnellen und einfachen Weg gehört? Wir alle vergleichen uns mit den besten Momenten anderer Leute auf Instagram. Hey, vergleicht euch lieber mit der vollständigen Geschichte eines biblischen Charakters und ihr würdet euch auf eurer Reise viel besser fühlen. Wir wollen nur dort ankommen, wo wir hinwollen. Aber Gott hat ein anderes Ziel. Er will, dass wir mehr wie Jesus sind. Viertens, Gottes Zeitplan unterordnen. Das ist ein schwieriger. Erinnere dich daran, was dein Teil ist und was Gottes Teil ist. In 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 6 bis 9, es steht Folgendes. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen desselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Vers 9, es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Hey, alles, was wir tun können, ist unser Teil und der Rest ist wirklich Gottes Wahl und Gottes Arbeit. Also kommt das Genießen der Reise aus dem Frieden in Gottes Liebe, von der Wertschätzung von Beziehungen, von der richtigen Perspektive und sich Gottes Zeitplan unterzuordnen. Ein Leiter, der die Reise genießen kann, ist super attraktiv zu folgen und schafft eine Umgebung, in der andere Menschen aufblühen können. Also kann ich euch ermutigen, wenn ihr das Jahr 2020 blickt, habt die Augen auf die wichtigen Dinge gerichtet, nicht nur auf das Ziel allein, aber auch die Liebe zu Gott, die Menschen um dich herum, sein Wort und seine Herrschaft, und du wirst die Reise genießen, so wie ich lerne, die Reise zu genießen. Ich liebe euch, Mädels, ihr seid unglaublich und ich freue mich darauf, meine Hillsong-Frauen morgen Abend bei Sisterhood zu sehen, in jeder Location. Ich habe ein Wort auf mein Herz und ich würde es so gerne mit so vielen wie möglich zu teilen. Hey, lass mich für euch beten. Herr Jesus, Gott, du siehst jede einzelne von uns, wo auch immer wir sind. Und Gott, Enttäuschung ist wirklich real, aber nicht mehr real als deine Liebe. Und so komm du mit deiner Liebe. Erinnere uns daran, von wer du bist, wer wir sind in dir, Jesus Christus. Erinnere uns daran über die genialen Leute, die wir haben in unserem Leben. Und Gott, lass Freude kommen.
Lass es wirklich hochsprudeln jetzt in jede Frau, die zuhört. Gott, tu was Übernatürliches jetzt. In deinem Namen beten wir.